Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier kommt die Nachricht für uns. Ihr dürft wählen. Für alle, denen es zu lang dauert, die können im Bildschirm ist ein Rädchen. Da kann man die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Aber mir ist es halt wichtig, dass ich vor der Kamera mische oder auslege. Und es ist ja auch der Hauptbestandteil des Kartenlegens, dass man die Karten zieht. So. Dann würde ich sagen, wir lassen es dabei. Sucht euch eine Seite aus. Ich bin heute schnell. Ich nehme diese Seite. Dass wir das noch erleben dürfen, nicht. So. Die Tarotkarten, das Schutzengel-Tarot sagt uns hier, hier hängt man vielleicht noch ein bisschen irgendwo im Hader mit der Vergangenheit, mit Situationen, die passiert sind. Man betrauert irgendetwas und kommt nicht raus. Aber hier ist es so, dass man möglichst den Weg in die Freude zurückfinden soll, dass man klare Schritte sieht, was man jetzt machen kann, dass man auch Trauer durchlebt und dann trotzdem weitermacht. Möglicherweise ist hier auch eine Situation, wo man sich selbst vergeben muss. Und dann haben wir hier tatsächlich, dass es hier Zeit ist, eine neue Richtung einzuschlagen. Ne? Dass es irgendwo fehlt an etwas Sinnvollem. Dass man denkt, mein Leben ist vielleicht nur Alltag und ich lebe nicht richtig. Und hier ist eben die Aufforderung, versuch mal etwas Neues. Lasse Sachen weg, die eben nicht weiterbringen oder die dich verharren lassen in einer Situation. Wir haben den Neubeginn und die Kommunikation. Also hier, der Neubeginn doppelt sich im Prinzip. Möglicherweise tauscht man sich mit jemand aus, man bespricht Dinge, die einen Neubeginn fördern oder man schnappt etwas auf, wo man denkt, oh, das ist jetzt die Info, die ich brauche. Möglicherweise darf man sich auch mal überlegen, wo möchte ich mich anders ausdrücken oder wo hapert es an Kommunikation. Wir haben den Kraftort dabei, also mal einen Kraftort besuchen. Wir haben das Basischakra, das wundert mich jetzt nicht. Hier geht es darum, um das Getragensein, um die Base, die man an sich hat, ne? Und um die Einstellung, was denkt man denn, wie ist man versorgt, ne? Ob das jetzt zu Hause ist, der Beruf, die Berufung, die finanzielle Situation. Man kann sie als schlecht bezeichnen, aber man kann auch das Beste raussuchen und somit wieder andere Anziehungskraft schaffen. Hier haben wir ja auch die Kommunikation, ne? Wie denkt man über das? Sagt man, naja, ich fange halt neu an. Oder sagt man, ja, hier ist die Gelegenheit für mich, um neu anzufangen. Und es geht ein bisschen darum, die Basis zu stärken und auch das Thema Vertrauen. Ne? Hier ist die 9 drauf bei den Engeln. Das ist immer auch dieses Ding von Akzeptanz und Vollendung. Die braucht man, damit man neu beginnen kann. Und hier sind vielleicht Hindernisse, die man auch selbst macht oder selbst in den Vordergrund stellt. Und nicht dieses Gefühl von, ich gebe etwas ab.
Möglicherweise hat man auch Zweifel oder Selbstzweifel. Möglicherweise hat man Aspekte der Zeit, die einem irgendwie nicht passen. Aber hier ist so dieses Ding, stärke dich, vertraue darauf, dass alles stimmt und dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und es ist oft so, dass gerade in Situationen, wo man denkt, ich finde den Ausweg nicht oder die Lösung, sehr plötzlich etwas passiert, was auf einmal dann auch wieder Möglichkeiten schafft. Wenn wir zurückblicken, können wir das oft erkennen, ne? Dass man oft schon verzweifelt war und trotzdem gab es einen Weg. Und es geht auch darum, sich wieder angebunden zu fühlen an das Universum, an oben, an alles, was einem einfach trägt, die Basis sozusagen. Ihr habt den Joker, also es gibt noch ein Ass im Ärmel. Und unterm Deck haben wir, die schwere Phase ist beendet, das zeigt sich ja hier auch. Ne? Manchmal ist es auch eine Entscheidung, ne? Bewusst zu sagen, okay, ich habe jetzt der Schwere genug, ich möchte jetzt gern mal einen Neustart, der mir Leichtigkeit und Vertrauen zurückbringt. Gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ihr habt Kreativität und Fülle. Da dürft ihr handeln. Ihr könnt wirklich viel umsetzen, wenn ihr das tut, was ihr mögt, was ihr seid, was ihr liebt. Hier ist etwas, was ihr selbst umsetzt, was euch zur Fülle hilft. Und es geht ein bisschen darum, da auch auf eure Emotionen zu hören, eurem Herz zu folgen. Euch auch nicht selbst zu vergessen, sondern Selbstfürsorge ist hier wichtig. Und man hat hier so blitzartige Einsichten, wie etwas gehen kann. Und es ist emotionale Fülle auf dem Weg. Ja. Hier ist Selbstliebeprozess angezeigt, um sich selbst kümmern. Ihr seid wichtig. Ihr habt hier die Zeit zum Feiern, die sich anzeigt. Ihr habt den Seelengefährten. Möglicherweise lernt man hier auch Leute kennen, die ganz besonders sind, zu denen man sich hingezogen fühlt. Möglicherweise feiert man auch mal wieder etwas, was man schon geschafft hat. Man nimmt sich Auszeit, man guckt auf die Erfolge, die man schon hatte. Ich habe aber hier schon das Gefühl, dass man auch hier im partnerschaftlichen Bereich irgendwie eine Situation kriegt, wo man eben emotional aufgefüllt wird, wo man Zeit teilt mit jemand, wo man es genießt, dass man jemandem wichtig ist. So, und ihr habt das Sakralchakra. Hier geht es um Sensitivität und es geht darum, dass man vielleicht auch speziell empfindlich ist auf irgendetwas, was man isst oder Energien, die von außen kommen und dass man eben diese Dinge auch vermeidet. Es können auch Situationen, Dinge oder Beziehungen sein. Ihr habt ja den Engel der himmlischen Nahrung, das passt sehr gut. Ne? Hier darf man ein bisschen gucken, welche Energie nährt mich, welche zieht mich nach unten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Lebensmittel sind in der letzten Zeit, also zum Teil gibt es so viele Dinge, die schmecken nicht mehr, die sind nicht mehr wie früher und die haben keine Dichte, die gute Energie bringt. Also, es ist hier wichtig, dass ihr euch nährt, sowohl emotional, psychisch oder auch mental oder körperlich, mit guten Dingen, mit etwas, was klärend ist, etwas, was Lebenskraft zurückgibt oder die Energieschwingung auch erhöht. Es ist wirklich gut, dass ihr euch hier um euch selbst kümmert, um das Wohlbefinden, den Körper, die Harmonie. Und es ist auch so eine Zeit, wo die Schwingung vielleicht erhöht wird. Und das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen, wenn man dann so überempfindlich ist. Ne? Gerade auch fürs Umfeld, aber das gehört eben dazu, dass man das nicht weglässt.
Ihr habt hier eine große Chance und ein Aha-Erlebnis. Hier sind ja die blitzartigen Einsichten. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.